Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie in diesem Video mit der Traditionsturmuhr unseres Vereins bekannt machen. Wir wollen mit dieser Uhr symbolisch an die 150-jährige Geschichte der Herstellung von Uhren und Maschinen in der Region Ruhr erinnern. Das Original Kirchturmuhrwerk hat von 1861 bis 1992 in der Ruhrer Concordia Winkelkirche zuverlässig die Zeit angezeigt. Hergestellt wurde es von Johann Jakob Auch, großherzoglichen Hofuhrmacher in der weimarischen Werkstatt der berühmten Uhrmacherfamilie Auch. Ein völlig neues Funktionsbetrieb und andere Besonderheiten machen dieses Uhrwerk zum technischen Kulturgut. In diesem Zustand hat unser Verein die Uhr 2013 übernommen und so sehen die Baugruppen und Einzelteile heute aus. Das Herzstück der Uhr, die sogenannte Hemmung, besteht aus Ankerrad und Anker. Sie hat die Aufgabe, das Pendel in seiner schwingenden Bewegung zu halten. Diese Art der Hemmung hat im 17. Jahrhundert der berühmte englische Uhrmacher George Graham erfunden. Sie hat niedrigere Reibungsverluste und geringere Störimpulse bei der Pendelbewegung als die vorher übliche Hemmung. Das Pendel ist außerhalb des Uhrwerks befestigt, ist 3,60 Meter lang und die Pendellinse wiegt über 30 Kilo. Alle Bewegungen und die Kraftübertragung zur Anzeige der Zeit an die Zeiger sowie zum Anschlagen der Glocken werden nur über die 3 Schneckengetriebe ausgeführt. Diese Lösung, die keine weiteren Rädergetriebe wie übliche Turmuhrwerke erfordert, ist genial und das Kennzeichen aller Turmuhren des Johann Jakob Auch. An der Seiltrommel ist das große Schneckenrad befestigt. Die Schneckenwelle dreht sich im Takt der Hemmung und an der Achse des Schneckenrades bewegt sich das Minutenrad. Über Winkeltrieb und die senkrechte Welle wird das sogenannte Zeigerwerksgetriebe oben hinter dem Zifferblatt angetrieben, das die Untersetzung vom Minutenzeiger zum Stundenzeiger im Verhältnis 1:12 ausführt. Die Geschwindigkeit, mit der die Glockenschläge aufeinander folgen, wird durch den Windfang geregelt. Das Verdrehen der beiden Scheiben verändert den Luftwiderstand. Ist die Anzahl anstehender Glockenschläge erreicht, wird der Ablauf blockiert und das hörbare Freilaufgestell verhindert eine Beschädigung des Windfangs. Es war eine Herausforderung, den Originalzustand der Uhr zu erhalten und trotzdem die folgenden Lösungen für einen bedienfreien Betrieb zu finden. Um die Uhr unabhängig vom täglichen Aufziehen zu machen, wurde anstelle der an meterlangen Seilen hängenden Antriebsgewichte für jeden der 3 Antriebe eine neue Lösung mit Getriebemotoren gefunden. Der Getriebemotor hebt über eine endlose Kette das Aufzugsgewicht. Die Kette bewegt das Kettenrad an der Seiltrommel und überträgt damit Kraft und Bewegung an die Hemmung und an den Mechanismus der Glockenanschläge. Die Steuerung der Motoren
übernehmen wechselseitig wie ein Schaltelement für die obere und die untere Endlage des Aufzugsgewichts. Das kleine Gewicht hält die Kette straff. Auch eine solch große mechanische Turmuhr muss immer sehr genau die Zeit anzeigen. Dazu wurde eine äquivalente Lösung zu Funkuhren mit analoger Anzeige gefunden. Alle 2 Tage wird das Pendel kurzzeitig mit der Klinke angehalten und ein im Steuerkasten installierter Funkzeitempfänger startet das Pendel sekundengenau in der 59. Minute. Die Schläge der kleinen Glocke künden dann die volle Stunde so exakt an, dass auf die Sekunde genau der erste Stundenschlag ertönt. Die Uhr läuft seit mehreren Monaten im ständigen Testbetrieb in der Werkstatt und erstaunlicherweise hält diese alte Mechanik auch zwischen den Korrekturtagen eine Gangabweichung von wenigen Sekunden. Die 3 Vereinsmitglieder haben seit 2013 in bislang über 1000 Stunden weitgehend ehrenamtliche Arbeit diese Traditionsturmuhr restauriert. Wir werden sie an die Stadt Rula übergeben. Sie soll öffentlich ausgestellt, ein Symbol für die 150-jährige Uhrentradition in Rula sein.